Hallo Leute und willkommen zurück bei Jenny LeClue, wo wir noch weiter ein paar Clues suchen wollen. Looking rather trim today, Ethan. New diet? What's the matter? Lost your funny bone? No. Okay. Meister. Warum schneit's hier hinten? Yay, ein Kunstwerk! Aber es sagt uns nicht, ob hier eine kaputte Klimaanlage oder irgendwas ist. Na gut. One of Jenny's earliest memories was making raspberry jam with her mum. It's the perfect substitute for blood in class demonstrations. And better tasting than the pig's blood the textbook recommends. Ist das nicht ein bisschen sehr stückig als Blutersatz? Ich kann übrigens nicht uns entgegen und auch nicht nach hinten gehen, ne? Falls ihr jetzt sagt, hä, geh doch mal in die anderen Zimmer. Ich will diese Tafel angucken. Found you. Time to get out of here. Nee, Leute. Wir haben damit 2 Sticker verschwendet. Weil ich kann keine Taste mehr irgendwie was drücken. Ich kann hier im Journal, Fall abgeschlossen. Hätte ich vorher, also ich hätte die Aufkleber vielleicht ein bisschen anders machen sollen, dass man den Fall noch lesen kann, oder? Falldaten, okay. Okay, Postkarten können wir auch noch. Das ist natürlich interessant. Ich habe gedacht, wir machen hier die Aufkleber drauf, dass unser Buch draußen, wisst ihr? Aber wartet mal, ich kann ja in den Optionen, wo ist denn hier? Steuerung, ganz oben. Augen auf im Straßenverkehr. Bewegen, rotieren. Interagieren, entdecken und zoomen, verlassen. Notizbuch und irgendwas umdrehen. Zurück. Rennen, weiter, Escape, kommen Pause. Ne. Hier ist auch, also MXJQE. Ja. Können Sie ja nochmal probieren. Zurück. Achso, das hier ist übrigens das mit der Steuerungshinweise? Ne, warte mal, wo war denn das? Mit dem Untertitel war das, glaube ich. Da konnte ich nämlich wählen, ob ich das so haben will, dass es so da steht oder mit dem, wer es spricht. Wir können es ja so machen. Das Einzige, was vielleicht irritierend sein könnte, ist, wenn... Oh, meine Spülmaschine ist gerade aufgegangen. Die ist nämlich fertig geworden. Wenn der Erzähler spricht, aber da werden sie ja irgendwie was einfügen, oder? Wir können ja auch das hier machen mal. Und dann kannst du machen... dass es automatisch abspielt. Wir können ja das auch mal ausprobieren. Und dann gucken wir mal, wie das ist. So. Dann gehen wir nach unten weiter und zurück und sagen auch hier zurück. So, ich kann kein Q. E kann ich hier nicht machen. J ist das Journal, da waren wir ja schon gewesen. Bei M kann ich zwar das Ganze durchsuchen, aber... Er macht's ja nicht. Oh, Entschuldigung. M ist es ja wieder mit verlassen. Ah, hier, Klassenzimmer verlassen. Jenny looked around the room one last time. Was she ready to leave? Wir können ja mal gucken, ob wir jetzt, wenn wir bleiben drücken, doch noch was machen können.
ob wir hier... Nee. Vielleicht hier hinten, da wo es schneit. Dass man das noch analysieren kann. Hier mit der Marmelade noch irgendwas? Nee, hier beim Schnee. Auch nix, ja? Okay. Ich hab gedacht, da ist vielleicht irgendwas. Und ein letztes Mal versuchen wir es hier. Ne, ich kann nur das Ding anfassen und bewegen. Was anderes will er mir nicht erlauben. Ich kann auch nicht mehr hier irgendwie rein. Schade, Leute. 2 schöne Jenny looked around the Aufkleber. room one last time. Was she ready to leave? Ja. Okay, so she wasn't really dead. That would be silly. No, Jenny was alive and well and ready for another perfect day in Arthurton. Hier vorne ist eine kleine Fledermaus. Seht ihr das? Die am Brett hängt. Süß. Oh. Ach, es ist generell Halloween anscheinend. Cool. What the? Oh. What a mess. I should investigate. Okay, nicht hier drüben, ja? Sondern wir sollen wirklich da gucken. Schwarzes Brett lesen. Aha, okay. Ich guck bloß gerade, ob hier irgendwo ein Aufkleber ist oder sonst was. Ich finde aber im Moment keinen. Haben wir hier bestimmt irgendwie. Hier doch nicht. Da war was. Jenny had an instinct for sorting treasure from trash. To the untrained eye, this was just a discarded piece of an old postcard. But to Jenny, it was a mystery waiting to be solved. I should keep my eyes open for any other pieces. Die rätselhafte Postkarte. Da haben wir ja im Buch eine Seite davon. Mal finden wir hier noch irgendwie sowas? Nee. Erstmal nicht. Aber wir können hier noch gucken. The notice board was awash with flyers, personal ads, and the occasional piece of gum. I'm amazed anyone can find anything on here. Fortunately, Jenny had a useful trick to use in a situation like this. Mom always says, a great detective eliminates the noise. Focus on the details, and you'll find clarity in the chaos. Okay. Ugh. I wonder if anyone else reads this junk. Hold on. What's this? Oh no, they've extended curfew hours again. 9 p.m. to sunrise? That's ridiculous. But necessary. Power outages had become a regular occurrence in town. It was dangerous to be wandering around after dark. It won't be long before we need a permit to go out at all. Okay, Stadtbenachrichtigung, Ausgangssperre. Bleiben Sie sicher, bleiben Sie drin. 21 Uhr bis zum Sonnenaufgang. Bitte entschuldigen Sie unser Chaos, während wir Ihr Stromnetz verbessern. Während dieser Zeit können kleine Unannehmlichkeiten wie tägliche Stromausfälle auftreten. Die wechseln doch die Batterien von den Tauben.
Hey, you! Oh, hi there! What are you doing back there? Well, I was pruning, but then I discovered the cerulean bugberry bush. Discovered? These bushes are all over Arthurton. Actually, this is an incredibly rare bloom. There's nothing rare about Arthurton. I beg to differ. Arthurton has many beautiful and exotic plants. Ist das der verliebte Gärtner, von dem sie erst schon erzählt hat? Really? Like what? Mushrooms with eyes that glow in the dark, berries that emit a bioluminescent mist, and flowers with nectar as sticky as superglue. Where? I've never seen any of those things. Well, believe me, they do exist. I've had the pleasure of seeing them up close. That's one of the privileges of working for Dean Strasberry in his greenhouse. Anyway, I should get back to work. I want everything to be perfect for the Dean's retirement celebration. Okay. Hier können wir noch was finden. Hier unten ist eine Karte oder so, ne? Hä? Hier hinten? Okay. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber ist hier nicht... Ist hier nicht noch was? Dort irgendwie? Anscheinend nicht. Das Komische ist, hier konnte ich jetzt das Galerie-Ding, das waren, glaube ich, die Pedale, die so weiß waren. Hier konnte ich das Galerie-Ding jetzt mit der Lupe finden, aber bei dem anderen ging es nicht. Ich mag den Grafikstil sehr gerne. Es ist super niedlich gestaltet und voll idyllisch und schön. Da möchte man irgendwie wohnen, oder? Guck mal, wie der Typ da hinten auf dem Stein liegt und chillt. Ist das nicht geil? Ich habe mich kurz erschrocken, weil links unten das Gaming-Logo kam. Aber er speicherte bloß zwischendurch, glaube ich. Signs and decorations adorned the entire campus. A party to celebrate the Dean's impending retirement. Moment. Ich musste gerade mein Glas beiseite stellen. So. Left! Left! I said left, damn it! What part of left are you having trouble with? My left or your left? My left. Obviously, I mean my left. Why would I mean your left? So you want me to move it the other way? Yes, nothing would make me happier. If you're not careful, we're gonna have Braun's brains all over the floor. They seem busy. I should probably lead them to it. Hat er nicht aber auch einen sehr guten Blick darauf, wo er eigentlich hinsteuern muss? Hello, Mr. Strasberry. How are you today? Geliebter A Dekan von jolly gentleman, the Gumboldt. Dean was often seen shaking hands and kissing babies around town. He's also Mom's boss. But more than that, he was her loyal friend. What do you think, Jenny? The Dean had dedicated his life to Gumboldt, and the townspeople had spared no expense in their tribute to him. Quite a striking resemblance, Mr. Strasberry. It's a scary thing, Jenny. Retirement. Great excuse for a party, though. What will you do when you're no longer the Dean? I've been trying not to think about it. This place won't be the same without you. Things change, Jenny. Time marches on, and we must do our best to adapt. It's going to be difficult, but I'm sure we will get through it. What do you mean, we? Do you think they made my belly too big?
Nein, wir sind nett natürlich. It's probably just the perspective, Mr. Stroudsbury. You are a clever one, Jenny LeClue. Speaking of which, have you been practicing your detective skills? Have I? Of course, always. Well then, I have a challenge for you. I bet you can't guess what I ate for breakfast. At last, a real challenge for Jenny. A fiendishly difficult puzzle that would take all her wits to solve. Well, okay. Anything for you, Mr. Stroudsbury. Oh, how wonderful. But first, I need to ask you a few questions. Okay, Hinweise suchen. Der hat einen Löffel. Warte mal, hier hat er doch einen Aufkleber, oder? Okay. Nicht vergessen, die sollen wir zuerst rausfinden. Weil wir ansonsten... Was ist das? Weil wir ansonsten nicht mehr dazu kommen, wollte ich eigentlich sagen. Löffel statt Stift. Vergesslich im Stress. Looks like he accidentally put a spoon in his pocket instead of his pen. It's got a coffee stain on it. Vielleicht ist er auch einfach immer bereit für einen Joghurt oder so. Kann doch auch sein. A thick bundle of note cards poked out of the Dean's pocket. What's he keeping so close to his chest? You've been making a lot of notes, Mr. Stroudsbury. Nein! Oh, I was intending to make a speech on Saturday. Why have you scratched out so much of it? Your mother suggested I keep it short. And quite right, too. I must have rewritten it 20 times by now. I just can't seem to find the right words. Oh Gott. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich kann nicht mehr weitersuchen bei ihm. Okay. Fliege. Pulver, Schuppen, keine Haare. Zucker? It can't be dandruff. He has no hair. I have a hunch it's powdered sugar. Kann man Schuppen nur haben, wenn man Haare hat? Schuppen kommt doch von der Haut, oder nicht? Und ich habe doch trotzdem Haut auf dem Kopf, wenn ich keine Haare habe? Vielleicht bin ich auch einfach nur blöd und mache mich gerade sehr lächerlich. Ich rede mal nicht weiter. Hier, was ist das? Ah, Gumboldt-Logo. Okay. The Dean was a big fan of the Gumboldt moonbeams. And not just because his son was a prominent figure on the team. Well, a bench warmer anyway. Okay, hier fehlt ein Knopf, ist mir aufgefallen. Ich habe gerade ein bisschen Angst vor... Wir suchen erstmal die normalen Hinweise ein Stückchen weiter. Das ist auch nochmal ein Gumboldt-Ring, oder? Ipsa scientia potestas est. Looks like Latin. Your ring sure looks old. It was made for my grandfather. He passed it down to my father, who passed it down to me. And when the time comes, I'll pass it on to my son. The Stroudsbury family had been champions of education for generations. What does the inscription mean? Knowledge itself is power. The inquisitive spirit is a mighty thing, Jenny. And nothing is as important as the truth. Okay. Unterm Arm und so hat er aber nichts. Dann ist da noch die Uhr. Hier hat er Krümel an den... For the Dean, being covered in plant life was not unusual. His work as a botanist was renowned. Looks like you're carrying some extra baggage today, Mr. Stroudsbury. Well, I do have a lot on my mind. I was referring to your legs. Oh, thank you. I have been doing my daily calisthenics. No, I mean the sticky stuff on your pants. What? Oh! Hitchhikers. I've been working on a new orchid hybrid in my greenhouse. They're beautiful, but the leaves are quite clingy. I will say, I am looking forward to spending more time in the dirt.
Massivgold, oha. His watch is slow. That's unlike the Dean. He's usually very punctual. Your watch is 45 minutes slow. Is it? Oh my. That explains why there was no cheesecake left in the cafeteria. My head's not screwed on today. Thank goodness you noticed, or I'd be late for my meeting with your mother. Oh, really? She didn't mention anything to me. Oh, well, of course she wouldn't. It's nothing important. Why are you meeting then? It's just, she's helping me finalize my plans for, Your party? Yes, that's it. My retirement party. Thank you. Are you okay, Mr. Strasberry? Of course. Now let me just fix my watch before I forget. Now, where were we? Flirtet der Dekan mit unserer Mutter? Kann das sein? Da ist Himbeermarmelade dran. The Dean didn't button his shirt properly. It looks like a bloodstain, but the seeds indicate otherwise. So, what do you think, Jenny? Can you guess what I had for breakfast? Sure, Mr. Strasberry. I've got everything I need to solve this mystery. What did the Dean eat for breakfast? Der Hemdknopf natürlich. Und eventuell der Puderzucker. Hat er mit unserer Mutter? Jam on his shirt and powdered sugar on his tie. The evidence points strongly to the Dean's breakfast consisting of 1, maybe 2 donuts. What else can I tell about the Dean's morning? Dass er das mit der Uhr, dass er zu spät kam, das mit dem Löffelding und mit dem Hemd, würde ich sagen. The Dean had neglected to wind his pocket watch. The act of a distracted man. This resulted in his whole routine being thrown off. Which might explain why he has a spoon in his pocket instead of a pen. You had a donut for breakfast. Yes? I'm guessing... raspberry. How did you know? That part was easy. You always have donuts for breakfast. But something else caught my attention. Oh? I think you have something on your mind, Mr. Strasberry. You are usually a picture of precision and punctuality. But today, there's a spoon in your pocket and your shirt button is undone. My, you really are a Leclue. Your father would be so proud. Thanks. Well, I should be going. I'm meeting your son by the lake. And I'm meeting your mother in the library. What a small world this is. Too small. A perfectly small world with everything in its right place. Who would want to change that? Pardon? Nothing. See you on Saturday. Oh, yes. Until we meet again, Jenny Leclue. Okay. Sind immer noch damit beschäftigt, den Kopf aufzusetzen? Ja, anscheinend schon. Liebe Leute, wir sind aber auch schon jetzt bei 25 Minuten gleich angekommen. Deshalb würde ich sagen, gehen wir in diesen erschreckend ruhigen Pausenmodus und machen eine kleine Aufnahmepause und sehen uns übermorgen wieder. Christian ist nämlich auch gerade wieder nach Hause gekommen und ich habe ihn jetzt nicht begrüßen können, weil ich mit euch hier beschäftigt war. Das mache ich jetzt noch schnell nachgeholt. Also dann, wir sehen uns übermorgen oder bei einem anderen Let's Play wieder. Bis dann. Tschüss.